zusammenkommen können, um dein Wort zu studieren. Dear Father in heaven, I thank you that we can gather this morning to study your word. Und bitte dich darum, dass du es uns auch öffnest und dass wir auch verstehen, dass wir nur noch heilig im Boden sind. And please open this word unto us and help us to understand that we stand on holy ground. Und segne auch unsere Geschwister, dass sie auch einen Nutzen daraus ziehen können für die Ewigkeit. And please bless also our brethren that they can benefit it for eternity, for their eternal salvation. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. After going through these things yesterday, Nachdem wir durch diese Punkte hier gestern hindurchgegangen sind, when we've been going through this little time of peace here, it leads us to this point where you're told to eat something. Right? also nachdem man durch diese kleine Zeit des Friedens hindurchgegangen ist, dann wird man aufgefordert, dort etwas zu essen am Ende. Okay, so we really need to understand this point, and because of that, I want to go back and look at some things in regards to this. Und wir müssen diesen Punkt wirklich richtig verstehen, deswegen möchte ich nochmal dort zurückkehren und das nochmal anschauen, mit ein paar Punkten. Okay, so in the live stream group, there's the first quote, they're in German, they're also from letter 142. Also jetzt hier im Livestream gibt es diese Zitate, die gepostet worden sind. Das erste Zitat ist hier von LT 142. Okay, it says, Und da steht im zweiten Absatz, dieses Brötchen, das soll heißen diese Rolle. Das ist falsch übersetzt. so it says, Zechariah writes, Then I turned and lifted up mine eyes, and looked, and behold, a flying roll. And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll. The length thereof is 20 cubits, and the breadth thereof 10 cubits. Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the whole earth. For every one that stealeth shall be cut off, as on this side according to it, and every one that sweareth shall be cut off on that side according to it. I will bring it forth, saith the Lord, and it shall enter into the house of the thief, and into the house of him that sweareth falsely in my name. And it shall remain in the midst of his house, and shall consume it with the timber thereof, and the stones thereof. This great roll, 20 cubits in length, and 10 cubits in breadth, was the measurement of the porch of Solomon's temple. In this roll is written the name of the wrongdoer, unless he repents of his wrong. The Lord's eye is upon every transaction, and his judgment will come upon those who do wrong. The 9th chapter of Ezekiel should be studied in connection with Ezekiel 2, 1 to 10, and the 5th chapter of Revelation. Right. So, firstly, Zechariah lifts up his eyes. Where is he prophetically? Also zunächst einmal, Zachariah hebt seine Augen empor. Wo ist er jetzt prophetisch gesehen? Yes. Also er ist hier am Mitternachtsruf. Just go to Zechariah, I think it's chapter 6. Chapter 5. Chapter 5. Gehen wir jetzt zu Zachariah 5. Ah, yes. So, now, what we want to look at here is that this flying roll is the same roll that Ezekiel was told to eat. Also was wir uns jetzt anschauen möchten, ist, dass diese fliegende Rolle hier aus Zachariah 5 dieselbe Rolle, Buchrolle ist, die Hesekiel essen sollte. And what I want us to understand is that if you this roll that you're to eat here is this sop that Judas was given to eat.
Das, was ich verstehen lassen möchte, ist, dass diese Buchrolle, die man essen soll hier, dieser Bissen ist, den Judas auch zu essen bekam. And according to 1 Corinthians chapter 11, if you eat this unworthily, then the curse is going to come upon you. Und gemäß 1. Korinther Kapitel 11, dass wenn du das Abendmahl unwürdig isst, dann kommt der Fluch über dich. And according to this flying roll has two sides, right? Und gemäß den Versen hier sehen wir, dass die fliegende Rolle zwei Seiten hat, also auf beiden Seiten beschrieben ist. Okay, and just in verse, let's read verse 3, chapter 5. Lass uns nochmal Vers 3 lesen, Sacharja 5, Vers 3. Then said he unto me, This is the curse that goes forth over the face of the whole earth. For every one that stealeth shall be cut off on this side according to it, and every one that sweareth shall be cut off on that side according to it, right? So there's like a twofold curse here, if you want to call it that. Also ein zweifältiger Fluch ist hier niedergeschrieben, wenn man das so nennen darf. And I've never really understood exactly what it means by those that steal and those that sweareth. Ich habe es nie so richtig verstanden, was es bedeutet, dass, also wenn es da spricht über diejenigen, die stehlen und diejenigen, die falsch schwören. But Judas was a thief, right? The Bible tells us this, right? Aber Judas, er war ein Dieb, das sagt die Bibel ja sehr deutlich. So he ate this unworthily, and just remind us that. Just go to Also Judas hat dieses Abendmahl unwürdig zu sich go to genommen. 1 Corinthians 11. Gehen wir jetzt zu 1. Korinther 11. Verse 27. Und lesen dann ab Vers 27. Scott, read 27 to 29, please. 27 bis 29. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Okay, so in verse 29, it says they're not doing something. What are they not doing? Also in Vers 29, da steht, dass sie etwas nicht tun. Und was tun sie nicht? They're not discerning, right? Sie erkennen nicht. Okay, now Oder, ja. this is sort of point of Bible prophecy, this having this discernment right here, right? Also das ist so ein Teil der biblischen Prophetie hier, diese Erkenntnis beziehungsweise dieses Unterscheidungsvermögen zu haben. Because, like for instance, Mordecai, what did he perceived? To perceive is like to discern something, right? Mordecai hat zum Beispiel auch wahrgenommen, er hat etwas erkannt, etwas beurteilen können. Okay, so there's two classes. One is blind, and the other one's eyes are open, right? Also diese zwei Klassen, die eine Klasse ist blind und für die andere Klasse sind die Augen geöffnet. And we know that the Bible tells us that if we are cherishing sin, we're in a blind condition. Und Right? wir wissen, dass die Bibel uns sagt, dass wenn wir Sünde hegen, sind wir in einem blinden Zustand. And when Christ was washing Peter's feet here, his eyes were opened. Und als Christus hier die Füße von Petrus gewaschen hat, da wurden seine Augen geöffnet. Okay, so it says here in 1 Corinthians 11, you have to examine yourself, right? Und es sagt uns hier in 1. Korinther Kapitel 11, dass wir uns selbst prüfen sollen. Okay, and this has to be the work you're doing here in this little time of peace. Und das ist das Werk, was du hier machen musst in dieser kleinen Zeit des Friedens. Right? You're examining yourself, you're searching your heart, preparing yourself to partake of the Passover, right? Also du durchsuchst dich selbst, du bereitest dich vor, an diesem Passamahl teilzunehmen. Now, there's a contrast here in this chapter. I know we looked at it some time back.
back in Zechariah chapter 5. Und wir gehen jetzt zurück zu Sacharja 5. In verse 5. Sacharja 5, Vers 5. Lesen wir jetzt, oder ab Vers 5. And now let's read verses 5. Just read verses 5 to 11. Lesen wir die Verse 5 bis 11. It says, Then the angel that talked with me went forth and said unto me, Lift up now thy eyes, and see what is this that goeth forth. And I said, What is it? What is it? And he said, This is an ephah and goeth forth. He said, moreover, this is their resemblance through all the earth. And behold, there was lifted up a talent of lead, and this is a woman that sitteth in the midst of the ephah. And he said, This is wickedness. And he cast it into the midst of the ephah, and he cast the weight of lead upon the mouth thereof. Then lifted I up my eyes and looked, and behold, there came out two women, and the wind was in their wings, for they had wings like the wings of a stork. And they lifted up the ephah between the earth and the heaven. Then said I to the angel that talked with me, Whither do these bear the ephah? And he said unto me, To build it an house in the land of Shinar, and it shall be established and set there upon her base. Okay, so remember when we looked at this, what was this? What was it? What does it represent? Also erinnert ihr euch noch, als wir uns das angeschaut haben, was stellt das hier dar? It tells us it represents wickedness there, right, for a start. Right? Also sagt uns, es bedeutet hier Gottlosigkeit oder Bosheit. But what do we see? Aber was sehen wir hier? Two false anointed ones. Yes, and who are the two false anointed ones? Also es sind diese zwei falschen Gesalbten. Und wer ist das? Sorry? To whom? Yes, like the two storks, right? Das sind hier diese zwei Frauen, die mit diesen Storchenflügeln. Right, and a stork is Bestückt what sind. in the Bible? Und ein Storch ist was? It's an unclean bird, Das ist right? ein unreiner Vogel. So, in the previous chapter, just go to chapter 4. Und davor im Kapitel 4, Verse 1. Kapitel 4, Vers 1. It says, The angel that talked with me came again and waked me as a man is wakened out of his sleep, and said to me, What seest thou? Said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, and a bowl upon the top of it, and the 7 lamps thereon, and the 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof, and the 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side of the bowl. So what's Zechariah seeing here in comparison to what's written in chapter 5? Also was sieht Sacharja hier in Kapitel 4 jetzt in sozusagen verglichen jetzt mit hier Kapitel 5, was wir gelesen haben? True. Yeah, there's like a contrast between the true and the false, right? Das sind die wahren zwei Zeugen. Es ist in Kapitel 4 die wahren, in Kapitel 5 die falschen. So we understand that the 2 witnesses, for instance, has got a relation to this flying roll. Right? Also diese zwei Zeugen, sie haben einen Bezug zu dieser fliegenden Rolle. Okay, anybody get the connection? Kann jeder irgendwie den Zusammenhang sehen? Of course. I don't know how that you could make a connection like that. I'm talking about the connection. How is the 2 witnesses a representation of the flying roll? Also wie sind die zwei Zeugen eine Darstellung der fliegenden Rolle? Oh, okay, but you're jumping ahead. Just think of the flying roll. What's the flying roll got? Also denkt an die fliegende Rolle, sie ist beidseitig beschrieben. Right, and it takes you to the. When we understand, we'll come to this as we go through this. The flying roll is the Bible, right? And it's. Wir kommen da gleich noch hinzu, dass die fliegende Rolle ist die Bibel. Okay, because how do we come to this? Basically,
this flying roll is the little book that you've got to eat. Denn wir werden gleich sehen, dass diese fliegende Rolle das kleine Buch ist, was man essen muss. And we know that the Bible represents both the Old and New Testaments, which in the Revelation 11 represents the two witnesses. Right? Und wir wissen, dass in der Bibel oder in Offenbarung 11 die Bibel als diese zwei Zeugen beschrieben wird, das Alte und Neue Testament. So in Zechariah chapter 4, he sees the two witnesses either side of this golden candlestick, and it's all about the oil, the message, right? Und in Sacharja 4 sieht er ja die zwei Zeugen auf jeweils den beiden Seiten des goldenen Leuchters. And I would suggest that this is the vision of the exceeding bright light. Und ich möchte vorschlagen, dass das diese Vision des überaus hellen Lichtes ist. Okay, and that exceeding bright light is the third angel's message. It's the warning. It's the message that you're now being given to go forward and give to the world. Und dieses überaus helle Licht ist die dritte Engelsbotschaft und es ist diese Warnung, die jetzt vorwärts gehen soll an die Welt. But you can't give it until you've eaten it. Right? Aber du kannst diese Botschaft nicht geben, es sei denn, du hast sie zuvor gegessen. Right. So you can't really. The second birth, you've gone through the process here. Now you're sent. Right. Also hier, du gehst durch diesen Geburtsprozess, dann nach der zweiten Geburt wirst du gesandt. Okay, so the contrast is these two women which are likened unto two storks, which is unclean. Und dieser Kontrast ist dann, oder dieses Gegenstück sind diese zwei Frauen, die wie ein Storch sind. Sind diese unreinen zwei Zeugen. And there's a woman in the middle in this lead sort of object. Und da gibt es eine Frau in der Mitte, in diesem Eva. Right. Und dann gibt es dieses Blei, was da oben drauf ist. And these two stalks lifted up from the ground, right? They're lifted up. How does it say? It says Lifted between the earth and heaven. Yeah, between the earth and heaven, right? Also im Vers 9 steht dann, dass sie das zwischen Himmel und Erde erhöhen. So, what is it a representation of? Also wofür steht das? Das Kreuz. Okay, they're not going to the cross, but it's a false. Sie gehen nicht ans Kreuz, aber es ist eine falsche Kreuzesbotschaft. Okay, in Matthew chapter 7, verses 13 and 14, it talks about the way, right? It says that many go the broad way. Matthäus Kapitel 7, Verse 13 bis 14, da spricht es hier über den Weg, dass viele diesen breiten Weg hinabgehen. Okay. Also, because it's a nice point. Because when you look at the Catholics, right, they always highlight the cross, right? They always have these crucifix. Yes. How you crucifix? Crucifix, yeah. Yes. So they always show Christ on the cross, and so apparently they reverence the cross, yes. But they do their own works. Yes, but they deny the cross in their works. So it just shows, because the Omega apostasy is also illustrated by the Catholics, right? So it shows that there will be a counterfeit message to go to the cross, but in reality they just speak about it, but they won't go to the cross. Yes, right? Indeed. So, also ich habe nur kurz erwähnt, ja, die Katholiken zum Beispiel, die haben ja überall diese Kruzifixe und sprechen über das Kreuz, zeigen das Kreuz überall hin und bekreuzigen sich auch selbst und so weiter. Aber in Wirklichkeit gehen sie nicht ans Kreuz, ja, sie verleugnen das Kreuz durch ihre Lehre, durch ihre Taten. Und wir wissen, der Omega-Abfall wird ja auch durch die Katholiken dargestellt, deswegen wird es folglich eine Botschaft geben, die sagt, du sollst ans Kreuz gehen, aber in Wirklichkeit gehst du nicht ans Kreuz. Ja, so in dem Sinne, es wird so eine Täuschung sein, die sehr ähnlich sein wird, aber du gehst nicht wirklich ans Kreuz. Okay, so where do we see an illustration of that? Right here. Wo kann man davon eine Darstellung hier finden? You're not thinking. I've purposely put something there that should jog your memory. Also ich habe hier etwas hingesetzt, was sozusagen deine Erinnerungen anregen sollte. It's a biblical illustration Das ist eine biblische Darstellung. of what we're talking about. I'm not trying to ask you to explain something that we've got no idea what we're talking about, right? So we're talking about, Three friends. Job's three friends, right? Hiobs 3 Freunde. Why?
Because they put on this sackcloth and ashes. Yeah, they put on this sackcloth and ashes and they come and mourn with you, right? Also es waren die 3 Freunde von Hiob, die haben dieses Sacktuch und Asche angezogen und haben dann sozusagen scheinbar Leid getragen mit dir zusammen. But they have false concepts of, and it's like a false humility, right? Es ist also letztendlich eine falsche Demut, sie haben diese falschen Konzepte. So we come back to this point about discernment, right? Jetzt kommen wir zurück zu diesem Punkt über dieses Unterscheidungsvermögen. Okay, because just go to Hebrews chapter 5, Gehen wir zu Hebräer Kapitel 5. because it's very important, this point. I can't stress this point enough times. Hebräer 5. Verse 14. Hebräer 5 beginnt, oder lesen Vers 14. Hebräer 5, Vers 14. Philip, please read verse 14 first, please. Five, 14. But strong meat belongs to them that are of full age, even those who by reason of use of their senses exercise to discern both good and evil. Okay, so which person is this here? There's 2 types of people, right? Also es gibt 2 Klassen von Leuten jetzt und welche Gruppe ist das? Welche Klasse? No. In Hebrews chapter 5. Hebräer 5. Okay, so which one's this then? Also gibt es ja diejenigen, die noch die Milch trinken und diejenigen, die schon die feste Speise essen. Those that are been eating the strong meat, right? Also diejenigen hier jetzt, die unterscheiden können, sind diejenigen, die die feste Speise essen. Where do we see these two? Where do we see the milk and the meat? Und wo sehen wir die Milch und die feste Speise? Sehr. Matthew 24, which is Matthew 25, right? Matthäus Kapitel 24, was auch Matthäus 25 ist. So those that are given meat in due season are the wise virgins, and those that are still on the milk are the foolish virgins. Also right? diejenigen, die die Speise zur rechten Zeit geben, sind die klugen Jungfrauen und diejenigen, die die Speise nicht geben, sind die Törichten. Right? Yes. Okay, so the ones that are got the meat, what are they able to do? Also diejenigen, die die Speise essen, was sind sie in der Lage zu tun? Discern between good and evil. Zwischen right? Gut und Böse zu unterscheiden. So when you go back to Zechariah chapter 5, Und wenn wir zurückgehen zu Sacharja 5, in Zechariah 4 you've got this illustration of the 2 witnesses, da hatten wir ja in Sacharja 4 diese Darstellung der 2 Zeugen gehabt, which is a message, was eine Botschaft ist. in contrast to this evil, right, that's been this false message of the cross, this message that's given by people who have a false humility. Und das ist dann das Gegenstück hier zu dieser falschen Botschaft des Kreuzes hier am Ende von Kapitel 5 aus Sacharja. Diese falsche Demut, die sie praktizieren werden. Okay, and it says that Would be this false penitence. yes, where's this, where were we reading about the discernment there? Was First Oh, it's Corinthians 11. Corinthians, right. Okay, so when you examine yourself and your heart's clean, you're able to discern between good and evil. Also wir haben das in 1. Korinther 11 gelesen, das ist ja, wenn du jetzt dich selbst untersuchst, dein Herz gereinigt hast, dann bist du in der Lage, ja, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Otherwise, when you come here, right, you're going to be deceived because Christ says what? Be not deceived, right? Andererseits, wenn du hierhin kommst, dann wirst du verführt werden und Jesus sagt, er hüte dich davor, verführt zu werden. So we must be able to discern between what's good and what's evil, right? Deswegen, wir müssen in der Lage sein, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Because there's this terrible curse here that's threatened against us if we
choose to do evil, right? Denn es gibt hier diesen schrecklichen Fluch, der uns angedroht wird, wenn wir das Böse wählen. Okay, but the Lord's promised, if our hearts are clean here and we come and we have this birth, it says that He will send every angel from heaven to protect us rather than allow Satan to deceive us. Aber wenn wir unsere Herzen dort gereinigt haben und dorthin kommen, dann sagt Ellen White, der Herr würde eher jeden Engel des Himmels schicken, um uns vor den satanischen Täuschungen zu beschützen, als dass er erlaubt, uns zu verführen. Okay, so we have this flying roll. It has two sides and it is a message, right? Also wir haben hier die fliegende Rolle beidseitig beschrieben und es steht für eine Botschaft. So I'm making this suggestion that what you've got to eat here is this flying roll. Deswegen, ich möchte den Vorschlag hier machen, dass das, was wir hier essen oder essen sollen, ist diese fliegende Rolle. Now we know that Christ, when John and James were striving to get first place, right? Und wir wissen ja auch, als Johannes und Jakobus danach getrachtet haben, den ersten Platz einzunehmen, He said to them, "Are you able to drink of the cup?" hat er sie ja gefragt, seid ihr in der Lage, diesen Kelch zu trinken? Right. So the cup is the flying roll, right? Und der Kelch ist diese fliegende Rolle. Right. It's you going to the cross because you can't. Du gehst ans Kreuz. For instance, Moses and Elijah, these two witnesses, right? Zum Beispiel Mose und Elia, diese zwei Zeugen. Why did they come to Christ? Warum sind sie zu Christus gekommen? On the Mount of Transfiguration. Auf dem Berg der Verklärung. Sorry? Yes, but that's not. Um ihn that's zu not- stärken, ja. That's not the point. Aber das ist nicht der Punkt. Why them? Warum ausgerechnet sie? Because they had the experience. Right, because they had gone through the very point that they were now strengthening Christ to go through. Weil sie hatten diese Erfahrung gehabt. Sie sind bereits schon durch diesen Punkt gegangen und wollten jetzt Christus dann darin stärken. So in order to give the third angel's message, you have to experience it, right? You have to drink the cup. Also damit du die dritte Engelsbotschaft sozusagen durchleben kannst, musst du den Kelch trinken, Right? um sie auch geben zu können dann. Now, in the meal, what two things did you do? Und in dem Mahl, was für zwei Dinge gab es dort? Eat and drink. You ate and you drank the cup, Du right? hast gegessen und dann auch den Kelch getrunken. Right, so you can see that they're both there, right? Deswegen man kann sehen, dass es beides hier dargestellt ist. Everybody get that, right? Kann jeder das erkennen? So now you can understand why he has to do this footwashing, because if you go to the cross and you've got any sin that you're cherishing, you're going to reject. You're not going to go to the cross. You're going to reject Christ, and you're going to deliver up your brethren. Right? Deswegen hier sehen wir, wir brauchen diese Fußwaschung, denn wenn das zum Kreuz kommt und du noch irgendwas im Herzen hegst, was sündig ist, dann wirst du das Kreuz ablehnen und letztendlich deine Brüder ausliefern. Okay, now go to the next quote, and in fact, just before we go there, right? Just before we go, in the quote that we read from letter 142, in the second paragraph. Also in dem Zitat jetzt hier aus der LT 142 im zweiten Absatz. It says, "This great roll, 20 cubits in length and 10 cubits in breadth, was the measurement of the porch of Solomon's temple." Also das war das Maß für, da steht jetzt die Veranda, aber das sollte heißen die Säulenhalle von Salomos Tempel. So, where was Isaiah standing when he saw the exceeding bright light? Wo stand Jesaja, als er das überaus helle Licht gesehen hat? At the porch, right? Portico of the temple is Eine Säulenhalle. the same thing, right? Das ist Säulenhalle oder Portico ist dasselbe. So you can see that Isaiah is standing right at this point when this exceeding bright light comes, and that's why I'm saying that when you receive the exceeding bright light, that's the combination of the human and the divine. It's this angel of Revelation 18, right? Also das ist dort, wenn du dann das überaus helle Licht erhältst, diesen Engel aus Offenbarung 18. Okay, right. So you can see how it's very important that we take all these pieces and look at them closely, right? Also es ist wichtig, dass wir diese ganzen Puzzleteile nehmen und sehr genau
das betrachten. Now, just go back to the previous paragraph, the very last sentence. Gehen wir nochmal zum Absatz davor, den allerletzten Satz. It says, I will bring it forth, saith the Lord, and it shall enter into the house of the thief, and in the house of him that sweareth falsely by my name. And it shall remain in the midst of his house, and shall consume it with the timber thereof, and the stones thereof. Right? Now, just trying to remember, I think, go to Daniel chapter 2. Gehen wir zu Daniel 2. So, a while since we looked at these things. Eine Weile her, seitdem wir uns das angeschaut haben. Yes, right. Verse 3. Und zwar beginnen mit Vers 3. And Daniel, read verse 3 to 5, please. Verse 3 bis 5. And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Then spake the Chaldeans to the king, and said, O king, live forever. Tell thy servants the dream, and we will show the interpretation. The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me. If you will not make known unto me the dream with the interpretation thereof, we shall be cut in pieces, and your house shall be made a dungeon. Right. So, right here, these false magicians have been asked 3 times, right? Also genau hier kommen jetzt diese falschen Magier und werden 3-mal gefragt. And they're told that if they're not able to tell him the dream, what's he going to do? Und ihnen wird dann ja gesagt, dass wenn sie nicht in der Lage sind, diesen Traum zu deuten, was soll mit ihnen passieren? It says, your houses shall be made a dunghill, right? Also es steht hier, dass deren Häuser zu einem Misthaufen gemacht werden sollen. Okay, this is the threat because the death decree is made, is legislated here, and now he's going to bring it against them right here, right? Also das ist diese Androhung, denn das Todesdekret wird ja hier verabschiedet und wird dann dort gegen sie gebracht. And that's what Daniel and his colleagues face right there. They come face to face with death, right? Und das ist ja, was jetzt hier mit Daniel und seinen Freunden passiert. Sie kommen dort mit dem Tod ins Angesicht. He says, if you can't make known the dream, I'm going to make your houses a dunghill, right? Er sagt ja, wenn du oder wenn ihr nicht in der Lage seid, diesen Traum zu deuten, dann werde ich eure Häuser zu einem Misthaufen machen. So go to the book of Ezra. Gehen wir jetzt zum Buch Ezra. Now I might need some help to remember who this is. Is it chapter 6? Ezra Kapitel 6. Yes. And come to verse. Okay, was it Susie? Read, please. Verse 11, please. Vers 11. Also I have made a decree that whosoever shall alter this word, let timber be pulled down from his house, and being set up, let him be hanged thereon, and let his house be made a dunghill for a priest. Right. So what's in connection with the dunghill right here? Also was ist hier in Zusammenhang mit dem Misthaufen? Ja. No, don't do that. It doesn't matter. Just read what it says, and then we'll put the pieces together. Also was steht dort? Okay, it says hang, but Da wird jemand gehängt. Ja. okay, what's the relationship between this and the flying roll? Also was ist der Zusammenhang zwischen dem, was wir hier gelesen haben, und der fliegenden Buchrolle? Okay, Ja, das Haus wird zerstört. yeah, but how do you? Okay, just it says let timber be pulled down from his house. Right? Steht, dass diese Holzbalken seines Hauses niedergerissen werden. Because what did it say in Zechariah chapter 5? Und was sagt es denn in Sacharja 5? Verse 4.
Sacharja 5, Vers 4. I will bring it forth, saith the Lord of hosts, and it shall enter into the house of the thief, and the house of him that sweareth falsely by my name, and it shall remain in the midst thereof, and shall consume it with the timber thereof and the stones thereof. Right? So it's marking this, how it's going to, go into the timber, right? Es ist markiert hier, wie es in diese Holzbalken einkehrt. Right, and right here, right, it says that the timber shall be pulled down. Und hier steht es jetzt, dass das Holz des Hauses niedergerissen wird. Now, if you go to we're not going to go there, but there's this law of the leprous house. Und es gibt ja dann noch im Gesetz dieses Gesetz über ein Haus, was Aussatz hat. And I think that's a separate study all of itself that we need to do. Und ich denke, das ist ein eigenständiges Studium, was wir mal machen sollten. Because if the leprosy was found in that house, that basically that house had to be pulled down right after a certain amount of time. Denn wenn dort Aussatz im Haus gefunden wurde, dann musste dieses Haus nach einer gewissen Zeit niedergerissen werden, wenn das nicht wegging. So you got to go all these stories and bring all the pieces together. Right? Deswegen müssen zu all diesen Geschichten gehen und all diese Puzzleteile zusammenbringen. But the other point that Scott's making is that the timber will be pulled down and you're going to be hanged on it. Den anderen Punkt, den Scott noch erwähnt hat hier, ist, das Holz wird nicht nur niedergerissen, sondern du sollst auch daran aufgehängt werden. Which is the curse. Und das ist der Fluch. Right? And the curse is the cross. Und der Fluch ist das Kreuz. And I'm not saying, it's not saying that you're not going to go to the cross. It means that you're going to be put on the cross, right? Just like Satan is going to be put on the cross, right? Du gehst dann nicht freiwillig, you speak about the wicked. Yes. Also die Gottlosen, die werden nicht ans Kreuz selbst gehen, sondern sie werden dann in einer Art und Weise gezwungenermaßen ans Kreuz gebracht werden, so wie Satan letztendlich ans Kreuz gebracht wird. Christ went to the cross willingly, and the Romans, which is the dragon, put him on the cross, right? Christus ging ans Kreuz freiwillig und die Römer, das ist die Drachenmacht, hat ihn ans Kreuz gebracht. But Christ is saying that if you have this leprosy in you, he's going to hang you. He's going to put the curse, which is he's going to put you on the cross. That's the scapegoat. Right? He hanged Haman. Right? Yes, he hanged him. Also, aber Christus sagt, dass wenn du diesen Aussatz behältst, dann wird er dich an das Kreuz hängen. Er wird dich aufhängen, so wie Ahasverus den Haman erhängt hat. Because whether we like it or not, we're going to go to the cross, right? Yes. Ob wir es jetzt wollen oder nicht, wir werden auf die eine oder auf die andere Art und Weise ans Kreuz gehen müssen. Okay, we either go willingly or we will go there for eternity, right? Also wir gehen entweder freiwillig oder wir werden dort für die Ewigkeit hingehen bzw. dann zerstört werden. But the point is that you can't go willingly if you have this leprosy in you, right? Aber der Punkt ist, du kannst nicht freiwillig gehen, wenn du noch diesen Aussatz in dir hast. That's why he's doing this work here. And this is where you've got to really examine yourself, really get those things confessed and put away, right, prior to this point, right? Deswegen musst du dich in dieser Zeit der Fußwaschung dann selbst prüfen und alle diese Dinge wegtun, damit du bereit bist für das Kreuz. Okay, now in the second part of the second paragraph, it says, this great roll, Lesen wir nochmal den zweiten Absatz des ersten Zitates. 20 cubits in length, 10 cubits in breadth, was the measurement of the porch of Solomon's temple. In this roll is written the name of the wrongdoer. Now, so all those that have sinned, their names are written on this roll, right? Also alle, die gesündigt haben, deren Namen steht auf dieser Rolle geschrieben. So what is the roll? Was ist also diese Rolle? Where are your names written? Wo sind deine Namen aufgeschrieben? Yes, the book of remembrance, right? Also das Buch der Erinnerung. Okay, now there's lots of different books recorded in the Bible, but I mean the names are written in the book of life and death, right? The book of remembrance is your deeds. Yes. oh, so your good deeds, right? Okay. And also evil deeds. Yes.
Right. Also die Namen sind entweder im Buch des Lebens oder im Buch des Todes aufgeschrieben. Und die Taten sind dann im Buch der Erinnerung aufgeschrieben. Well, it comes from this expression, the Lord hath remembered thine iniquities, right? So he goes to the book of remembrance and he sees that they're... It's also the name of the wrongdoer. It's in connection with doing deeds. Yeah, let's not argue with this point, right? The point is that, what is the book that where your name is written or not written? Also was ist das Buch, wo du entweder drin geschrieben bist oder nicht? The Bible. Why? Die Bibel. Explain this. Warum? Because Christ says, I will not judge you at the last day, but the word, right? Weil Jesus sagte, ich werde dich nicht am letzten Tag richten, sondern das Wort. This is two classes. So, how are you written in the Bible or see, everybody's written in here, right? Und jeder ist ja hier in der Bibel niedergeschrieben, aber wie? How is everybody written here? Wie ist jeder hier in dieser Bibel niedergeschrieben? There's two characters in here, right? Es sind zwei Charaktere hier aufgeschrieben. So the word is going to be brought up, and you basically the man in the Bible he looks into the law of liberty, right? Also der Mann in der Bibel, man of the Bible. The man looks into the law of Also liberty. wenn ein Mensch die Bibel betrachtet, dann schaut er das Gesetz der Freiheit an. Right. When you look into the law of liberty, what's it meant to do? What's its purpose? Und wenn du das Gesetz der Freiheit anschaust, was soll das bezwecken? Well, no, it doesn't. It doesn't actually do that. It just convicts you of your sin, right? Also es überführt dich von deinen Sünden. The law can't cleanse you of your sin. It just convicts you of it, right? Das Gesetz an sich kann dich nicht von deinen Sünden reinigen, es überführt dich nur. But the reception of divine truth, which enables you to now practice the law, is what helps to sanctify you and cleanse you of your unrighteousness. Aber diese Empfängnis der göttlichen Wahrheit, das ist, was dich jetzt befähigt, das Gesetz zu tun, und das reinigt dich dann. Which is the blood of Christ. Und das ist das Blut Christi. Right? The blood is the word. Das Right? Blut ist das Wort. But it's not just reading and saying I'm going to obey, right? Aber das bedeutet jetzt nicht einfach nur irgendwie zu lesen und sagen, ja, ich werde jetzt einfach gehorchen. It's a revelation of divine truth is where you get the power, right? Es ist eine Offenbarung von göttlicher Wahrheit, wo du die Kraft erhältst. It's about understanding God's word and applying it by faith, right? That's where you get the power to cleanse you of your Es sins. ist, indem du Gottes Wort verstehst und es im Glauben anwendest, dass du diese Kraft erhältst, das zu tun. Okay, so the point is that this is the flying roll. This is where the two characters, you're either of a righteous character or you're of an unrighteous character. Also der Punkt ist, das hier ist die fliegende Rolle, du hast entweder einen gerechten oder einen ungerechten Charakter. Okay, and it goes on to say, it says, Man sagt uns jetzt weiter, im selben Zitat noch. in this roll is written the name of the wrongdoer unless he repents of his wrong, right? So we know that which message is given here. Also in dieser Rolle steht dann der Name des Übeltäters, es sei denn, er bereut sein Unrecht. Und was wird hier gegeben? Last message. The last warning message, Also right? die letzte Warnungsbotschaft, die letzte Gnadenbotschaft. And we saw that with Judas. When Judas was given the sop, it was his last opportunity. Und wir haben das auch gesehen mit Judas, als er diesen Bissen erhalten hat, da war das seine letzte Möglichkeit. Right? Richtig? Okay, so as soon as you reject that's it. It's done for you right there. Und sobald du das dann ablehnst, das ist es dann gibt es keine Möglichkeit mehr. Okay. It says the 9th chapter of Ezekiel should be studied in connection with Ezekiel 2, 1 to 10, and the 5th chapter of Revelation. So we were looking at Ezekiel
2, 3, and Revelation 4 and 5 yesterday. Also wir haben uns gestern Hesekiel Kapitel 2 und 3 angeschaut und auch Offenbarung 4 und 5. And definitely some things that we don't fully understand from that. Und da gibt es noch ein paar Dinge, die wir noch nicht völlig davon verstehen. But the point is that Ezekiel 2 is directly linked to Ezekiel 1 and 3, right? That they're one complete thought. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Hesekiel 2 und Kapitel 3 direkt miteinander verbunden sind. Das ist ein Gedanke. And 1 also. One thought, Oh, okay. yes, ein No, Gedanke. no, I mean Ezekiel 1. Sorry. Auch Hesekiel Kapitel 1. Because we saw, if we turn there to Ezekiel chapter 1, Denn wenn wir zu Hesekiel Kapitel 1 gehen, I'm just going through this very slowly because there's little points that make a difference. und ich möchte da sehr langsam durchgehen, denn diese kleinen Punkte, die machen einen Unterschied. And verse, Sandra, read verses Ezekiel chapter 1, Sehen in Hesekiel 1. 27 and 28. Und wir lesen die Verse 27 und 28. And I saw as the color of emerald, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his lines even upward, from the appearance of his lines even downward. I saw as it were the appearance of fire in brightness round about, as the appearance of the bow that is in a cloud in a day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. So, Ezekiel's right here, the same as Isaiah standing at where Isaiah was standing at the porch, right? Also Hesekiel ist genau hier, genau wo Jesaja auch an der Säulenhalle stand. And he sees the same thing, right? He sees Und the glory of the Lord, right, Sieht on er the throne. dasselbe, er sieht die Herrlichkeit des Herrn auf dem Thron. And we know that the very next thing he's told to do, he's told to eat, right? Und das allernächste, was ihm jetzt aufgetragen wird zu tun, ihm wird aufgetragen zu essen. And once he's eaten that, he's then sent, right? Und sobald er es gegessen hat, wird er auch losgesandt. Okay? So the point that I want to make is that we can clearly see that verse 27-28 is the same vision that you see in Revelation chapter 10, right? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass in Vers 27 und 28 ist dieselbe Vision aus Offenbarung 10. Right? And so just go back to Revelation 10. Gehen wir jetzt zurück zu Offenbarung 10. I have to dig out the quote again, but in fact, I might actually in your notes, right? Go down to there's a quote from Great Controversy 6:11. I think. Yes, 6:11. Da gibt es jetzt dieses Zitat von Großen Kampf 611, ein bisschen weiter runter Just let's read before we in dem read that. Livestream. Just let's read Revelation 10 and verses 1 to 4. Right? Bevor wir das Zitat dann lesen, lasst uns erstmal Offenbarung 10, Vers 1 bis 4 lesen. Lucia, would you read that first, please? And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the air, and cried with a loud voice, as when a lion roared. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Okay, so this angel, this mighty angel that comes down from heaven is Christ, right? Also dieser mächtige Engel, der jetzt hier vom Himmel runterkommt, ist Christus. And from this illustration, you can see that the woman in Revelation 12
represents somebody that's received that message that he's given them to eat. Von dieser Darstellung kann man dann sehen, dass diese Frau aus Offenbarung 12 diese Botschaft hier erhalten hat, die dieser Engel mit sich bringt, um sie zu essen. Because she's clothed with the sun, right? She's clothed with his righteousness. Denn sie ist bekleidet mit der Sonne, sie ist bekleidet mit der Gerechtigkeit Christi. Okay, but the message that he's giving, and it's marked by a cry. He cries with a loud voice, right? Und die Botschaft, die hier der Engel gibt, ist dargestellt auch durch einen Ruf. Er ruft mit einer lauten Stimme. Right, and the cry is when a lion roareth, right? Und der Ruf ist wie das Brüllen eines Löwen. Okay, the point is that it's represented the seven thunders, right? Und den Punkt, den ich machen möchte, ist, es stellt diese 7 Donner dar. Now, I just mentioned this point again, that we took 1798 to 1844, right, as a parallel to this binding off, right? Und wir haben ja uns angeschaut, 1798 bis 1844, eine Parallele dieser Zeit des Bindens. Why can we parallel 1798 to 1844 with this binding off? Warum können wir das machen? Say it louder. The 46, Die right? Zahl 46. 46 years from 1798 to 1844. 46 Jahre von 1798 bis 1844. And it's a symbol of the two witnesses, right? Und das ist ein Symbol für die 2 Zeugen. These two times of trouble are also manifested by this number, right? Und diese 2 Zeiten der Trübsal sind auch dargestellt durch diese Zahl. Which is the two tables of stone, 4 commandments and 6 Und das commandments. sind die 2 Steintafeln, das sind die 4 Gebote und die 6 Gebote. And the two tables of stone, how are they written? Und wie sind die 2 Steintafeln beschrieben worden? On both sides. Auf beiden Seiten And the jeweils. flying roll is written on both sides. Aber auch die fliegende Buchrolle ist auf beiden Seiten beschrieben. And we know that this right here, there's a birth at the beginning and a birth at the end, Hier gibt es eine Geburt am Anfang und eine Geburt am Ende. which is a wilderness, right? Und das ist eine Wüste, Which has got 2 times of trouble. die hat 2 Zeiten der Trübsal, beinhaltet die. Is this experience right here? Und das ist auch die Erfahrung hier. When you see right here, the angel comes down and he cries with a loud voice, and 7 thunders utter their voice, right? Und das ist dann hier, wo der Engel runterkommt und ruft und 7 Donner lassen ihre Stimme vernehmen. So you can see that this is a little fractal of this whole thing, right? Deswegen man kann sehen, dass das kleine Fraktal ist von diesem Ganzen hier. And we know that 1798 1844 was the history of the first and second angels, right? Und wir wissen, dass 1798 bis 1844 die Geschichte des ersten und zweiten Engels war, Which are repeated under the third. welche sich wiederholen unter der dritten. Because the third angel's message is just really about, do you receive the conviction of sin that brings you to repentance and then receive his righteousness, Die right? erste Engelsbotschaft geht ja um die Überführung von Sünde und ob du dann seine Gerechtigkeit empfängst unter der zweiten. Okay, now let's read this quote from GC 6:11, because this is the quote that deals with the angel of Revelation 10. Und lass uns jetzt das Zitat hier aus dem großen Kampf 611 lesen, denn da spricht es über den Engel aus Offenbarung 10. It says, a work of worldwide extent and unwanted power is here foretold. The Advent movement of 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. The first angel's message was carried to every missionary station in the world, and in some countries there was the greatest religious interest which has been witnessed in any land since the Reformation of the 16th century. But these are to be exceeded by the mighty movement under the what? The last warning of the third angel, right? And what's this right here? Und was ist das hier? The last warning of Die the third letzte angel. Warnung des dritten Engels. So the power that is going to be given in this cry is to exceed that which was given in August 11, 1840. Also die Kraft, die in diesem letzten Ruf
sein wird und gegeben wird, wird diese Kraft sogar übertreffen, die 1840 gegeben And it tells wurde. us right here that this was the first angel's message, Und right? es sagt uns hier, dass es damals die erste Engelsbotschaft war. Okay, I hope I don't lose my throat, but go on. Now I have a quote which just proves also, she sticks the angel of Revelation 18 at midnight. Revelation 10 at midnight cry. Okay. It's in the study Ich Bible. habe auch noch ein Zitat, wo man sehen kann, dass Offenbarung 10 am Mitternachtsruf ist. Revelation 10. Under Revelation 10. Das ist in der Studienbibel. First quote The from. first one, the mighty angel. Yeah. Das allererste Zitat beginnt mit dem mächtigen Engel. It says, the mighty angel who instructed John was no less a personage than Jesus Christ. Setting his right foot on the sea and his left foot on dry land, shows the part which he is acting in the closing scenes of the great controversy with Satan. This position denotes his supreme power and authority over the whole earth. The controversy has waxed stronger and more determined from age to age, and while continue to do so, to the concluding scenes, when the masterly work of the powers of darkness shall reach their height, Satan unites with evil men, will deceive the whole world and the churches who receive not the love of the truth. But the mighty angel demands attention. He cries with a loud voice. He is to show the power and authority of his voice to those who have united with Satan to oppose the truth. And then it talks about, it gives the seven thunders, right? Yeah. So it's Und dann basically spricht es weiter über die 7 Donner. the height of the, The height of the rebellion. the mastery work, basically, when it comes to its height and those who have received not the love of the truth. Also es spricht hier darum, dass dieses Werk des Bösen zu dem Höhepunkt kommt und diejenigen, die die Liebe der Wahrheit dann nicht annehmen. And Right. we know the height of We know the height of the rebellion is here, and this is also 2 Thessalonians, where those who didn't have a love for the truth receive strong delusion, right? Also wir wissen, dass der Mitternachtsruf sozusagen den Höhepunkt der Rebellion markiert und auch diejenigen, die die Liebe zur Wahrheit dann dort nicht annehmen, werden starke Täuschung erhalten. Okay, now I'm going to read one more quote, and then we'll close for today. Ich will noch ein Zitat lesen und dann werden wir für heute abschließen. I think it's. So we check. Und ich poste auch nochmal das Zitat von ihm, was Fjodor vorgelesen hat. Auch noch in die Livestream-Gruppe. Okay, yes, go down to the quote from 20 MR Gehen wir jetzt aber 197. zu dem Zitat, was Marc heute Morgen gepostet hat, von 20 MR 197. Direkt, I did post it? ja, 20 MR. Yeah, 20 MR. Okay. Okay, it says, we asked John what he saw and heard in the vision at Patmos. And he answers, and I saw on the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. Now, John is just relating from the chapters of chapter 4 and 5, etc. Also Johannes erklärt hier gerade Kapitel 1 bis 4 und 5. Okay, that's correct. But the point is that when we read this quote about the flying roll, it says in conjunction with Zechariah 9 and Ezekiel 2, we are to study also Revelation 5, which is to do with this book. Zitat, was wir gelesen haben über die fliegende Rolle, haben wir gesehen, dass wir das auch im Zusammenhang mit Kapitel 5 aus Offenbarung studieren sollen. Und das ist jetzt hier dieses Buch. Right? This book is written within and on the backside, sealed with 7 seals. And we know when a seal was opened, you had the voice of thunder, right? Also dieses Buch ist jetzt hier innen und außen beschrieben und versiegelt mit 7 Siegeln und wir wissen, dass wenn ein Siegel geöffnet wird, dann kommt dort ein Donner. So 7 seals, 7 thunders, right? 7 Siegel, 7 Donner. Sealed with 7 seals, and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. There in his open hand lay the book,
the roll of the history of God's providences, the prophetic history of nations and the church. Herein was contained the divine utterances, His authority, His commandments, His laws, the whole symbolic counsel of the eternal and the history of all the ruling powers in the nations. What is that he's got in his hand? Was hat dort in der Hand? When we read the book of Education, 179, what did Sister White say? Also das Buch Erziehung gelesen haben, 179. She said it's the final rise and fall of nations, speaking about Das spricht sehr über den finalen Aufstieg und Niedergang aller irdischen Mächte und das ist hier. And where does she Daniel. say that that history is found? Und wo, sagt sie, wird diese Geschichte gefunden? In the Bible, In der Bibel. right? So this book that's sealed with 7 seals, when it's opened as 7 thunders, is the Bible, right? Deswegen dieses Buch, was versiegelt ist mit 7 Siegeln, ist die Bibel. Now, you can make the argument, and it's not a wrong argument, that it's the book of Daniel, right? Und du kannst Daniel das 11. Argument machen, und es ist auch kein falsches Argument, dass es das Buch Daniel ist. Because Daniel and Revelation is one book, right? Weil Daniel und Offenbarung ist ein Buch. And all the books of the Bible meet and end in the Revelation. Und alle Bücher der Bibel enden und treffen sich im Buch Offenbarung. So in order to open Daniel 11, all the whole Bible has to be unsealed, right? Deswegen, damit man Daniel oder auch besonders Daniel 11 verstehen kann, müssen alle Bücher der Bibel entsiegelt sein. So when basically all these things are unlocked to our mind, that's what's going to unlock the book of Daniel, right? Deswegen, wenn all diese Dinge unserem Verstand entsiegelt worden sind, das entsiegelt dann auch das Buch Daniel. Right? And the book of Daniel is about the war between the north and the south. Und das Buch Right? Daniel ist dann zwischen dem Krieg von Nord und Süd. Right? And you have these 2 periods of war going on, right? Und man hat dann diese 2 Phasen des Krieges, die Right. hier vor sich gehen. And the first period of war is represented by war between the north and the south, right? Und der erste Teil dieses Krieges ist ein Krieg zwischen Nord und Süd. And right here is the French Revolution, and who comes against the north? Hier ist ja auch die französische Revolution und wer kommt da gegen den Norden? The south, Der right? Süden. So you can see how Daniel 11:40, the war right here is just repeated right here, but this is the greatest manifestation of it. Deswegen, man kann hier den Kampf von Daniel 11, Vers 40, der hier stattfindet, sehen, wie er sich dann hier vom Prinzip wiederholt. Das So- ist aber die größere Manifestation dort. Okay, so let's just finish reading the rest of this, right? It says, Jetzt noch das Rest lesen. This roll was written within and without, John says, I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. The vision as presented to John made its impression upon his mind. The destiny of every nation was contained in that book. John was distressed at the utter inability of any human being or angelic intelligence to read the words, or even to look thereon. His soul was wrought up to such a point of agony and suspense that one of the strong angels had compassion on him, and laying his hand on him, assuringly said, Weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and loose the seals thereof. So, at the time of the end, what happens? Zur Zeit des Endes, was passiert? The book is unsealed, Das Buch ist entsiegelt. right? And in Revelation 10, he says, Eat this little book, and it's open, Und in right? Offenbarung 10 sagt er, ist das kleine Buch und es ist geöffnet. So, I'm not going to argue this point, and we have to look at it closely, but when he gives them the book and it's open, it's marking that he's either unsealed it or he's beginning to unseal it, right? Also, wenn er jetzt hier dieses kleine Buch jetzt zu essen bekommt, das ist geöffnet, dann bedeutet das entweder, dass es entsiegelt ist oder es ist im Begriff, entsiegelt zu werden. But you can see how these 2 thoughts must merge right there together. Aber man kann hier sehen, wie diese 2 Gedanken sich hier auf jeden Fall verbinden müssen. Now, there was one point I wanted to make. I thought it was in that quote.
Ich würde nur einen gewissen Punkt machen und ich dachte, das wäre in diesem Zitat zu finden. Maybe I missed it. Just one second. I want to finish with this thought because Vielleicht habe ich den einfach jetzt übersehen. Ich möchte mit dem Gedanken auf jeden Fall abschließen. I know that it's there, but I can't see it. There's a quote that I've posted. Okay. It was the quote. Go back. The quote that we read about the flying roll from letter 142. The little quote underneath it. That's the one that I want to quote. Okay, also wir gehen nochmal zurück hoch zu dem ersten Zitat, das wir gelesen haben, und dann direkt darunter das Zitat aus New York The Indicator. Spirit. It says the Spirit who asked Zechariah. Okay, also wir New lesen York jetzt, instructor. wir lesen jetzt hier das Zitat aus NYI, wo steht, der Geist der Zacharias fragte. Direkt unter dem ersten Zitat. It says, the Spirit who asked Zechariah, what seest thou? To which he answered, I see a flying roll, also caused an angel to fly in the midst of heaven. Right? What angel flew in the midst of heaven? Welcher Engel flog inmitten des Himmels? The first angel's message, right? Erste Engelsbotschaft. And the angel that came down here with a little book in his hand and opened up, which message was it? Der Engel, der herunterkam und die Botschaft aufgetan hat, oder das kleine Buch offen hat, welche Botschaft war das? The first angel's message. Auch die erste right? Engelsbotschaft. So you can see how all these things are directly linked together, right? Man kann sehen, wie diese ganzen Dinge miteinander verbunden sind. And it says, also caused an angel to fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, to every nation, kindred, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God, give glory to him, for let no glory be given to erring sinful men. For the hour of his judgment is come. Many indeed will not understand, right? So they're not understanding who are they in Hebrews 5. Also viele werden es nicht verstehen. Und wenn sie nicht verstehen, wer sind sie gemäß Hebräer 5? They're on the milk, they're the foolish virgins, Sie right? trinken immer noch die Milch, sie sind die törichten Jungfrauen. Because it says the wise will understand, Da steht right? ja geschrieben hier, die Klugen werden verstehen. But will stumble at the words contained in the roll. Right? Die werden So- mit den Worten der Rolle darüber stolpern. Okay, we can see why we have to have a close study of the Bible. All the little points we're going to bring together piece by piece, right? Deswegen wir sehen, dass wir ein sehr genaues Studium der Bibel durchführen müssen. Wir müssen diese ganzen Punkte Punkt für Punkt zusammenbringen. So tomorrow I will continue with these points and we will look at some other things, right? Und morgen möchte ich mit diesem Thema fortfahren und wir werden noch ein paar weitere Punkte da anschauen. Amen. Amen. Everybody start to see it a bit clearer now, this process and this reason for why you have to do this. Kann jeder jetzt ein wenig das genauer sehen, warum es diese Fußwaschung geben muss. Right? Okay, let's close with Okay. Wir müssen es abschließen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Zusammenkunft heute Dear Father in heaven, I thank you for this gathering today. und danke, dass du uns mehr und mehr öffnest, all dies, was so wichtig ist aus deinem kostbaren Wort. And thank you that you open up these things more and more, all these things that are so important out of your word. Lieber Vater, ich bete auch für diesen heutigen Tag, dass du uns Freude gibst, dass wir alles ausrichten können, was du für uns vorgestellt hast. And I also want to ask you that you grant us the joy that we can perform all those things that you said before us. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name, amen.